goldene Schmetterling. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu L.A. Noire. Ein neuer Fall, ein neuer Tag. Nee, andersrum, ein neuer Tag, ein neuer Fall. So macht das viel mehr Sinn irgendwie. Und es wurde wieder eine Frau anscheinend getötet. Wieder mit einer ähnlichen Waffe wie auch im letzten Mordfall, glaube ich. Mit einem Schraubschlüssel oder so. Der um die Ecke geht. Ich glaube, das ist auch die professionelle Betitelung des Dingsbums da. Und da müssen wir jetzt erstmal hinfahren. Wir machen das natürlich mal ganz gechillt, ja. Nichts überstürzen hier, nichts überstürzen. Bleibt da drinnen, ist da alles gut. Steigt der wieder aus, ey. Oder der werden fahren lassen, das kann sich auch sein. Did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Oh. Da wäre schon fast an dem Ort des Verbrechens vorbeigefahren. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich hier lang, und dann da lang und dann dort lang. Dann bin ich schon da. Ey, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass ich hier und dort und überall hin muss und dann bin ich aber da, du. Das ist schon krass. So, pass auf. Kann ich hier lang fahren? Ja, kann ich. Alles klar. Ich bin der Polizei. Ich darf das. So. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy has been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that matter? So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Okay. This is awful. Just awful. So, wo ist denn... Why can't we I was get first any on closer? scene. Na, dann rede ich mal mit dir hier. Was ist los? You find her, Gonzalez? Not me. A family out for a stroll. I was first reporting. Can you show me the body? It's under the pepper tree, this way. Ein Pfefferbaum? Wer macht denn hier einen Pfefferbaum hin? Olive oil comes from olives. Where's baby oil come from? Ist aber gut. Gibt es hier auch einen Salzbaum? Ich meine, es wäre perfekt, wenn man hier Picknick macht. Dann hast du Salz und Pfeffer immer dabei. Ha? Schon mal drüber nachgedacht? Can't be much help to you, Phelps. Ich hab dich auch gar nicht angesprochen. Geh weiter. Here she is. Oh, die ist auch nackt. Aber hier ist direkt was. Hier war doch was. Okay, hier ist nichts. Alles klar. Wir gucken erstmal, was hier... Ach, Fußspuren. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story.
Das ist natürlich sehr clever. Da ist die Frau. Liegt ähnlich wie der da war. Ob es der gleiche war, weiß ich nicht. Keine Ahnung. I don't know, man. I don't know. So, gucken wir mal rein. Das ist wieder Geld. Sollten wir wieder mitnehmen. Deirdre Muller. Oh, we have a name. Can you run Deirdre Muller by RNI? Back in a second. Okay. Okay. Dann haben wir den Namen. Parent Teacher Association. Haben wir noch mehr in der hier drin? Geld? If the motive was robbery, why not take the money? Officer Gonzalez, badge 994. Wer weiß. Bei der ersten Leiche, also im letzten Fall, da hat ja Schmuck gefehlt. Vielleicht ist das hier ähnlich. Können wir mit ihm eigentlich jetzt noch mal kurz reden? Weil... Similar MO. To what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, Phelps. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she has been stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation was the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, die ist schon mal stranguliert worden. Hatte man ein Tattoo, kann das sein? Oder hat noch eins? Oder ist das nur Schmutz? Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Okay, wenn das eine Uhr war, dann war die aber ganz schön fest. So, dann gucken wir uns mal das Ärmchen an. Na gut, hier gibt's das nicht, ja. What's this mark? Cut on the finger. Fourth finger, left hand. A wedding or engagement ring. Violently removed. Aber hart. Aber hart. Aber der fehlt zum Beispiel diese... Mann, nicht die Hand. Aber ihr fehlt zum Beispiel die Schriften, also diese Beleidigung auf dem Körper selbst. Die fehlt hier. Look at your mark. It's very Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. Okay. Aber die hat hier halt nichts, ne? Ah, Fußabdruck, okay. You catch all the good ones, Phelps. Ach so, das war schon. Detectives. Yeah. RNI says a Deirdre Mahler of 130 North Bonnie Bray was reported missing this morning by her husband, Hugo Mahler. What'd I tell you? Just grab the husband, take him downtown, and work him over. We could have this wrapped up by lunchtime. What about not making assumptions and going on the evidence? Ja, das ist doch Rusty scheißegal, ey. Habe ich eigentlich alles gefunden? Ich glaube schon, weil mehr dürfte nicht sein. Die Leiche habe ich untersucht. Das. A, B, C, D sehe ich nicht. Habe ich A? A ist die Leiche wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe alles. So hey, what's going on over there? This is awful. Warum steht das Auto jetzt eigentlich so weit weg? Wenn ich mal so fragen dürfte, wer hat das umgeparkt? Haben die irgendwie Langeweile oder was? Mann, ey, da kriegst du echt, weißt du. So, Wohnsitz der Mullers. Fahren wir mal dahin. Mal gucken, wo ist denn das? Ist das nah? Ist das weit? Ist das weit? Ach du heilige Scheiße. Ach, das habe ich nicht gesehen. Meine Mini... Oh, scheiße, meine Karte ist kaputt. Meine Karte ist kaputt. Verdammt. Karte ist kaputt. So ein Dreck. There still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. If he doesn't work out then. Deirdre Muller has suffered more than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Well, around about my third divorce, I realized women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. You're a father, Cole?
Then don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. Ihr fahrt alle in die falsche Richtung, Kinder. Also das Privatleben von Cole wird da eigentlich nie irgendwie angesprochen, ne? Und jetzt haben wir halt erfahren, gut, dass er eine Frau hat, das haben wir schon mal gehört. Aber dass er auch Kinder hat, das wussten wir noch nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist halt auch das ist halt so, es ist ja jetzt hier keine Lebenssimulation von ihm, sondern es ist ja echt nur, man macht die Fälle, versucht sie halt zu lösen. Man kann halt übrigens auch komplett falsch liegen mit allem. Also man kann auch, keine Ahnung, die falschen Leute beschuldigen, man kann auch alles verkacken. Dann kommt man halt im Grunde nicht weiter. Dann kommen zwar Leute auch ins Gefängnis, aber das werden dann wahrscheinlich die Falschen sein. Weil man einfach nicht, das wäre eigentlich auch mal lustig, gar nichts hinkriegen, ne? So mit Absicht auch dann vielleicht, oh, das wäre mal auch was. Das wäre eigentlich auch mal was. Das ganze Spiel nochmal machen. Also nur die Befragungen und so, ne? Und alles falsch machen. Mit Absicht alles falsch machen. Also bewusst dann vielleicht sogar echt in eine Komplettlösung mal gucken, was theoretisch die richtige Antwort wäre, damit man mit Absicht das Falsche machen kann. Also wenn die lügt oder wenn man anzweifeln soll, dann einfach Wahrheit annehmen und wenn es die Wahrheit ist, einfach eine Lüge bezichtigen. Das wäre noch krass, aber mal wirklich sagen, okay, du lügst und dann einen falschen Beweis oder so. Aber das richtig verkacken, das wäre bestimmt geil. Das wäre bestimmt lustig. Aber ich noch nie, müsste man eigentlich echt mal machen. Ne? Und einfach mal gucken, was passiert. Schlechtester Cop ever, ey. Boah, renn doch nicht einfach über die Straße, bist du denn verrückt? Meine Güte, diese Selbstmordleute immer, ne? Whoa there! Ja, warten, wir sind Cops, wir müssen hier durch. Wir haben, ja, weißt du, wir haben keine Zeit. Alter, bist du verrückt? Warum rennen die einfach alle auf die Straße? Sind die doof? Ich glaub's hackt. Wohnsitz der Mothers. And there we are. So, okay. Dupdidu, dupdidu, dupdu. Dupdidu, bidu, bidu. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for Mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Haben die ihre Marken gezeigt? Could you have a seat for me, Michelle? Diese Pedos, ey. Gut, er sieht sowieso aus wie so ein kleiner Pedobär. We're gonna have a look around. Das ist auch geil, weißt du? Komm einfach so in ein fremdes Haus, setz dich hin, schöne Fluppe anmachen. So läuft der Hase nämlich. Genau so läuft der Hase. Ja gut, damals war das halt so, ne? Da war Rauchen noch in. Heutzutage nicht mehr. Lecker Möhrchen. Kann ich noch was anderes anfassen? Lecker Zitrönchen. I don't think so. Was? 1A Mordwaffe. Das war's? Zitrönchen oder Karotte? Die Gurke nicht? Ach, Cole. Was ist denn hier? Hier ist da gar nichts. Ach, das Glas. Leer. It would take a smarter man than me to connect that. Ja, gut, Cole, dass du nicht clever genug bist, haben wir schon ganz oft festgestellt. Also von daher kein Thema. Was haben wir hier? Oh, ein Zettel, der ist wichtig. This isn't what we're looking for. Ah. Gut. Ist er halt nicht wichtig. Mach doch deinen Scheiß alleine. So, dann gucken wir mal kurz hier rein. Was ist hier? Ja, wo? Es hat irgendwo Düdüm gemacht. Düdüm. Düdüm. Oh, eine Violine. Komm, Cole. Leg los. Wunderschön. Cole, du hast es richtig drauf. Kann ich auch mal irgendwas finden, was jetzt Relevanz hat oder so? Das wäre total super. Dieses Buch Doesn't look like anything. ist unwichtig. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Endlich sind wir uns mal einig. Hä?
Also Cole, was geht ab bei dir, ey? Du findest ja überhaupt nichts. Irgendwas muss doch hier sein. Das kann doch wohl nicht schon ernst sein. War ich hier schon drin? Achso. Ja, nee, ich muss ja irgendwas finden. Ich bin ja schwer da. War ich hier schon drin? Nee, hier war ich noch gar nicht. Haha. Hier finde ich jetzt alles. Schokolade? Nein. Elgin wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Das kann durchaus sein. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Was haben wir hier? Da war bestimmt mal ein Ring drin. No sign of a wedding ring. Vielleicht, weil ihn jemand um den Finger trug? Es wäre möglich. So. Ne, da haben wir schon. Die Schuhe. Ist doch egal, so weit ist. Naja, gut. 8. Workboots. Size 8. Größe 8. Größe 8. Größe 8. In dem letzten Fall, wo Mr. Mendez verhaftet wurde, war ja auch Größe 41. Was ist, wenn ich einen anderen Schuh nehme? Hat er vielleicht Größe 42? Nein. Oh mein Gott, es stimmt alles. Wir müssen alle Fälle, auch die von ganz am Anfang, nochmal neu aufrollen. So, jetzt geht's mal hier Tacheles. Lügt bestimmt wie gedruckt. Is this about Mommy? Ja, ist tot. Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Could try. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Warum sagt sie nicht die Wahrheit? Ich habe jetzt nichts, um zu sagen, dass sie lügt, aber sie sagt definitiv nicht die Wahrheit. Nein, nein. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. Er hat aber weggeguckt, verdammt. Ich glaube, das ist eher die Wahrheit, oder? I know it's painful, Michelle, but this may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes, the yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. It was kind of a makeup present. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. Da guckt er aber schon wieder ein bisschen anders. Ich zweifle das knallhart an. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What the... But she only... We have some questions that we would like to ask you.
Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Mr. Mauner, den Schauspieler davon, den kennt man auch. Also ich habe den auf jeden Fall, ich glaube, das müsste der aus Heroes sein, der hat einen Polizisten gespielt. Weiß jetzt aber den Namen leider nicht mehr. What size shoe do you wear, Mr. Mueller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Okay. Das glaube ich ihm jetzt einfach. Warum lügt der? Das ist das. Warum lügt man auf. Warum lügt man wegen seiner Schuhgröße? Verstehe ich nicht. Why are you lying to me, Mr. Mueller? Why would I lie to you at a time like this? Also man kann mir ja viel erzählen, aber man kennt doch seine Schuhgröße, oder? Also bitte. Ich weiß, dass ich 22 als Schuhgröße habe, ja. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Ach so, deswegen belügt man deswegen die Polizei, natürlich. Ich verstehe. Dann habe ich You were 83. here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Lüge. Oder? Komm, wir setzen mal Intuition ein. Ja, Spiel, weißt du was? Du bist doof. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? So. Aber, ich glaube, war das? Michelle Monner hat mehrfach in den Mund nach vergebens zu Hause angerufen. So. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. Aha. I was driving around. It's my way of Ihre life. Frau zu töten. Ich habe ihn durchschaut. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Did your wife ever go out by herself? To bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. Ja gut, da wissen wir natürlich, dass das wohl stimmt. Ja, das muss man ja klar sagen. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. So, denn Schmetterlingsbrosche. Die Broche wurde ihr geschenkt, ja. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. 1, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. 2, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. 3, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, Detective. Ja, die will mit mir reden, ich gehe lieber weg. Ich
gucke in die andere Richtung. Dann sehe ich sie nicht. Da ist ein Telefon, das wir benutzen können. Das benutzen wir vielleicht in der nächsten Folge, nachdem wir mit der Dame da drüben gesprochen haben, die ich jetzt einfach nicht angucke. Die gucke ich einfach nicht an, nein. Und damit beende ich die Folge, bedanke mich bei euch und bis zur nächsten. Hallo. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. What are we waiting for? Darauf, dass Gummibärchen vom Himmel fallen oder so. Ja, das ist gut. Tschüss.